und ich in Indien. Wir schlafen in einem ausgetrockneten Flussbett vom Ganges. Also es sind Nebenflüsschen vom Ganges irgendwie und die sind ausgetrocknet. Immer noch nackt, muss ich auch noch dazu sagen. Oder schon wieder nackt. Ne? Ich habe das damals wirklich nicht verstanden, dass das da unten nicht geht. So, wir haben ein Lager. Da haben wir Feuer gemacht und Kartoffeln hatten wir gekocht. Wir sitzen da, la la la, Indien, voll cool, schon dunkel, Geräusche, dies, das, voll schön, ne? Und dann, ich gucke so, da kommt eine Lampe angelaufen, ne? So, wackelt so eine Lampe, so, und so, in der anderen Hand so einen krummen Säbel, ne? Haben die da alle gehabt, das war so zum Zuckerrohr, ich weiß es nicht, irgendwie so ein krummen Schneidesäbel, irgendwie so. Eine Hand die Laterne, andere Hand diesen Krummsäbel und ein Mann rennt so und schreit Hatti, Hatti, Hatti. Ne? Er kommt so und schreit Hatti, Hatti. Und dann er legt so hin, Hatti, Hatti. Und nimmt wieder und läuft weiter auf und so Hatti, Hatti, Hatti. Irgendwie so, wow, Hatti, Hatti. Hattis schlafen oder nicht? Ne? Auf Hindi, bestimmt, das ist Hatti. Ja, Hatti, Hatti, wir wollen hier schlafen. Er so, Hatti, Hatti, Hatti. So, ne? Wie so, ja, Hatti. Ruhig, guter Mann. Und wir sehen, er ist richtig voller Angst. Ne? Und glüht, seine Augen glühen und er mit diesem Säbel, er war ihm ganz wichtig, der Säbel. Und dann wir so, was denn, was mit Hatti? Und wir sagen, das ist Schlafen, ja. Wir schlafen hier, wo ist dein Problem? Und er lässt nicht locker und fängt auf einmal an, meine Hängematte abzureißen und so. Ich so, lass jetzt meine Hängematte in Ruhe. Er nimmt auf einmal die Kartoffeln und schüttet die Kartoffeln ins Feuer. Ne? So, und dann so, das ist irgendwie ernst, denke ich. Ne? Und er so, Hatti, Hatti. Und dann wir so, was will er jetzt genau so von uns? Auf einmal, ne? Ich will nicht übertreiben, das ist meine Erinnerung, so war's. Der Boden vibriert, ne? Auf einmal der Boden vibriert und wir hören so, ne? Und in diesem, ich kann es gar nicht, so, und brrr, macht so der Boden wie so, Hatti, ne? Hatti ist bestimmt ein Elefant, ne? Und wir nehmen irgendwas, was wir so kriegen, zack, und wir rennen. Der Mann schon bei diesem Geräusch, er ist schon losgerannt. Wir nehmen irgendwas und wir rennen los, ne? Und dann, wir rennen richtig toll, ne? So hoch die Böschung und dann genau ins Lager von diesem Mann. Und dieser Mann hat eine so aus Lehm ein riesengroßes Haus. Riesengroßes Haus, ein Haus. Bis hoch, so den Lehm, dann gucken so 4 Stiele raus, dann ist ein Strohdach, so da drüber und dann nix in diesem Haus drinne, nix, 2, 3 Reissäcke stehen am Rand und dann er mit seiner Familie, haben die einen Teppich und eine Feuerstelle in dem Haus drinne und dann, wir haben da geschlafen, 2 richtig fette Hunde hatten die. Ich hatte ja nur Sissy mit dabei, einen kleinen ersten Hund. Und dann diese Hunde, von denen die ganze Nacht gebellt, richtig schrecklich. Klaus, der hat die Hunde angeschrien und hat gesagt, seid still. Der ist wegen Tigern, haben die gesagt. Die Hunde sollen, die einen Leute haben gesagt, die Tiger fressen gerne Hunde und die haben gesagt, die Hunde sollen vom Tiger beschützen, aber weiß ich nicht. Dann haben die mit uns diskutiert, richtig. Die haben uns gerettet. Und dann wollten die als Dank den Mückennetz von Klaus haben. Ne? Klaus, nein, ich will das beim. Ich weiß nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Auf jeden Fall war eine große Diskussion. Ne? Wir haben verstanden, dieser Mann, der hat uns das dann am Abend erklärt, der Hatti, der zertritt unseren Kopf. Ne? Wir dürfen auf gar keinen Fall da irgendwo liegen oder irgendwie sein. So, jetzt um das nochmal zu erklären. Der Hatti. Dieser Mann wusste genau, was mit diesem Hatti los ist, weil er wohnt da. Und das ist so, Elefanten sind Gruppentiere und ich bin jetzt kein Elefantologe, aber die sollen sich angeblich wohl mal in ihrer Jugend, die männlichen vielleicht, von der Gruppe trennen. Und in dieser Zeit sind sie sehr aggressiv und laufen alleine durch die Gegend und sind wütend. Ich kann noch mal mehr Elefantengeschichten erzählen. Pirko, der hier sitzt, der weiß auch eine, als Feigling weiß er ganz genau hier noch eine Elefantengeschichte, noch mehr. Auf jeden Fall, dieser Hatti, den haben wir dann beobachtet von diesem Lager, von dem Haus von dem Mann und haben gesehen, wie er unseren Zucker gegessen hat, wie Benjamin Blümchen.
Er hat unseren Zucker gegriffen und so. Es war eine super Stelle, wo wir auf unser Lager gucken konnten. Er hat da wütend rumgetreten, gegessen und so, fertig. Wir haben am nächsten Morgen erst unsere Sachen wieder geholt. Ich muss da auch nochmal Respekt an Klaus geben. Der hat da damals, nicht als ich dabei war dieses Gebiet überschwemmt, ne? Und Klaus ist da durchgeschwommen. Klaus wollte irgendwo hin, das muss er nochmal vielleicht hier vor der Kamera erzählen. Der ist in diesem Gebiet, wollte von einem Platz zum nächsten und dann ist er da hingeschwommen. So, würde ich im Leben nicht machen, durch so einen indischen Hochwasserdschungel durchzuschwimmen. Aber das muss Klaus dann nochmal erzählen. Wir hatten eigentlich gesagt, dass ich jetzt noch eine Story zum Besten gebe und das wäre jetzt in dem Fall nichts zum Lachen. Das ist nichts zum Lachen, da handelt es sich um einen Zombiehund. Hört sich gruselig an, ist auch gruselig. Ist gruselig und hatte sich in Tansania oder in Sambia abgespielt. So, ich glaube, das ist das, was ich jetzt als nächstes erzählen würde. Danke.